Dieses Video dient als Einführung für das programmierbare Relay PR200. Wir werden dieses an den PC anschließen und ein einfaches Programm entwickeln, um einen Einblick in die Architect Programmiersoftware ALP zu erhalten. Der Lieferumfang beinhaltet die kompakte Kleinsteuerung PR200. Anschlussklemmen für die Ein- und Ausgänge, ein USB-Stick mit der Installationsdatei und ein USB-Kabel für den Anschluss an einen PC. Anbei befindet sich auch eine Bedienungsanleitung. In diesem Beispiel verwenden wir den PR200-24.4.2. Der PR200 kann auf einer DIN-Schiene montiert werden. In unserem Beispielaufbau stehen außerdem ein 24 Volt Netzteil, Druckschalter sowie Signallampen zur Verfügung. Alle PR200-Geräte verfügen über ein zweizeiliges 32-stelliges alphanumerisches LCD-Display, 2 programmgesteuerte LEDs und 6 Funktionstasten für die Systemmenü- und Displaynavigation. Der PR200-24.4.2 verfügt über 8 digitale und 4 analoge Eingänge sowie über 8 digitale und 2 analoge Ausgänge, die den Standardsignalbereich von 0 bis 10 Volt verwenden. Des Weiteren verfügt diese Kleinsteuerung über 2 RS-485-Schnittstellen. Andere Geräteversionen sind mit verschiedenen Arten von analogen Ausgängen wie auch Eingängen, zum Beispiel 4 bis 20 mA, ausgestattet. Sie können zudem eine unterschiedliche Anzahl von RS-485-Anschlüssen aufweisen. Unter der rechten Abdeckung finden wir den internen Leitungsstrang für Erweiterungsmodule und eine USB-Mini-Buchse für die Verbindung mit einem PC. An der oberen linken Seite befindet sich der Versorgungsanschluss. Durch Versorgung des programmierbaren Relay mit 24 Volt werden das System und die LCD-Anzeige automatisch eingeschaltet. Danach wird das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC angeschlossen. Erst dann ist die Programmierung des PR200 möglich. Die Programmierumgebung Architect ALP ist kostenlos. Sie finden eine Installationsdatei auf dem mitgelieferten USB-Stick. Architect ALP ist auch auf unserer Website unter www.architect.de/downloads verfügbar. Die Treiber für den PR200 sind ebenfalls im Download-Bereich der Webseite zu finden. Gehen Sie den Installationsprozess durch, wählen Sie den Installationspfad und folgen Sie den Anweisungen, bis Sie alle Schritte abgeschlossen haben. Starten Sie Architect ALP. Klicken Sie auf das Symbol Neues Projekt. Es erscheint ein Arbeitsbereich, der auf die Ein- sowie Ausgänge Ihres Gerätes zugeschnitten ist. In der unteren rechten Ecke können Sie sehen, dass das Gerät nicht an den PC angeschlossen ist. Um dieses Problem zu lösen, drücken Sie die Tastenkombination Win-X und gehen Sie zum Gerätemanager, um den COM-Port zu überprüfen, mit dem der PR200 verbunden ist. Suchen Sie hierfür den Abschnitt Ports, COM und LPT auf.
Schließen Sie den Gerätemanager, gehen Sie zurück zur Programmierumgebung Architect ALP und klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf den Warnhinweis. Erscheinen wird das Fenster mit den Verbindungseinstellungen. Wählen Sie nun die korrekte Nummer des seriellen Anschlusses, indem Sie darauf klicken. Im oberen Teil des Arbeitsbereichs finden Sie unter anderem die Gerätekonfiguration. Die Variablentabelle, in der alle Programmvariablen gespeichert sind, das Simulations- und Debugging-Tool sowie vieles mehr. Auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche sehen wir die Bibliothek, die Funktionsblöcke, mathematische Funktionen und Makros enthält. Auf der linken Seite werden alle verwendeten Programmvariablen nochmals dargestellt. Daneben findet sich die Leiste Display Manager, die zur Programmierung der LCD-Anzeige und der Funktionstasten genutzt werden kann. Wenn Sie auf Form klicken, gelangen Sie zur vollständigen Ansicht. In der Bibliothek sehen Sie die verschiedenen Anzeigeelemente, die speziell zur Anzeige von Text oder Zahlen verwendet werden können. Gehen wir nun zurück und erstellen ein kleines Beispielprogramm, um die Signallampen mit den Schaltern zu steuern. Wenn der grüne Schalter gedrückt wird, leuchtet die grüne Signallampe auf. Wenn wir jedoch den roten Druckschalter bedienen, wird ein Alarm ausgelöst. Die rote Lampe leuchtet auf, wobei die gelbe LED anfängt zu blinken. Parallel erlischt die grüne Signallampe. Wir könnten uns nun vorstellen, dass das Drücken des grünen Schalters den Betrieb einer Industriemaschine startet. Im Notfall könnte diese Maschine durch Auslösen des Alarmtasters angehalten werden. Diese bleibt aus, bis der Alarm zurückgesetzt wurde. Ziehen Sie dazu im Ordner Funktionsbausteine unter Trigger den Trigger für steigende Flanken sowie den D-Trigger per Drag and Drop in den Arbeitsbereich. Zusätzlich werden wir den Schwellenwertzähler mit Auto-Reset verwenden, wobei der Schwellenwert auf 2 eingestellt wird. Dann kopieren wir die erstellte Struktur, fügen ausgewählte Logikbausteine hinzu und verwenden noch den Impulsgenerator. Anschließend verbinden wir die Blöcke wie im Bild gezeigt. Führen wir nun eine Simulation des Programms durch. Klicken Sie auf das Symbol Play in der Symbolleiste und starten Sie die Simulation. Sie werden die Ein- und Ausgangszustände von jedem Funktionsblock einsehen können. Durch Klicken auf die entsprechenden Blöcke können wir die Eingangswerte verändern und das Programm testen. Wir können sehen, dass der Ausgang Q1, unsere grüne Signallampe, umschaltet. Wird der Eingang I2, äquivalent zum roten Druckschalter, betätigt, so wird der Alarm ausgelöst, wie wir es erwartet haben. Beenden wir nun die Simulation und senden das Programm an den PR200. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hochladen, die sich auch in der Symbolleiste befindet. Das Programm wurde hochgeladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.